Lektion 1: Kaffeeauswahl. Morgen, Anna. Ich wollte schon immer ein neues Café ausprobieren. Haben Sie Empfehlungen? Hallo John, sicher. Ich liebe es, verschiedene Kaffeesorten auszuprobieren. Welches empfehlen Sie? Ich habe kürzlich einen Ort entdeckt, der fantastisches Cold Brew serviert. Es ist perfekt für heiße Tage. Das klingt erfrischend. Ich genieße auch ein gutes kaltes Gebräu. Haben Sie besondere Geschmacksrichtungen? Ja, sie bieten Vanille- und Haselnussoptionen an. Sie verstärken den Geschmack wirklich. Ich liebe aromatisierte Kaffees. Normalerweise esse ich Karamell Macchiato. Es ist süß und lecker. Das ist ein Klassiker. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und es war immer zufriedenstellend. Wer süßen Kaffee mag, sollte auch den Mokka probieren. Es ist reichhaltig und schokoladig. Das klingt verlockend. Lasst uns dieses Wochenende gemeinsam einen Blick darauf werfen. Lektion 2: Sportliche Spannung. Hi Anna, hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Hallo John, nein, ich habe es verpasst. Wer hat gewonnen? Es war ein intensives Match. Die Heimmannschaft gewann in den letzten Minuten mit nur einem Punkt Vorsprung. Pfiff, das klingt spannend. Ich habe gehört, dass Sie wirklich gut gespielt haben. Das haben sie. Die Verteidigung war stark und das Publikum elektrisierte. Ich kann es mir nur vorstellen. Schauen Sie sich normalerweise Ihre Spiele an. Ja, ich versuche, die meisten davon zu fangen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sie auftreten. Ich sollte auch anfangen zu schauen. Es scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, den Sport zu genießen und mit Freunden in Kontakt zu treten. Definitiv. Außerdem ist die Atmosphäre während der Spiele unschlagbar. Lektion 3: Inselabenteuer. Hi Anna, bist du schon einmal auf eine abgelegene Insel gereist? Hallo John, ja. Ich war letztes Jahr auf einer einsamen Insel in der Karibik. Es war unglaublich. Das klingt erstaunlich. Wie war die Insel? Es war wunderschön mit weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Perfekt zum Schwimmen und Entspannen. Wow, haben Sie während Ihres Aufenthalts Wassersport ausprobiert? Ja, ich war schnorcheln und habe so viel bunte Fische gesehen. Es fühlte sich an, als würde man in einem Aquarium schwimmen. Das muss atemberaubend gewesen sein. Ich wollte schon immer einmal Schnorcheln ausprobieren. War es leicht zu lernen? Sylwuf. Die Lehrer waren sehr hilfsbereit und machten es Anfängern leicht. Das ist toll zu hören. Haben Sie auch die Insel selbst erkundet? Ja, ich bin zu einem Aussichtspunkt gewandert, der die gesamte Küste überblickt. Die Aussicht war atemberaubend. Das klingt nach einem perfekten Abenteuer. Ich würde gerne eines Tages eine abgelegene Insel besuchen. Du solltest. Es ist eine so erfrischende Erfahrung, weit weg von der Hektik des Alltags. Ich kann es mir vorstellen. Ich muss bald mit der Planung einer Reise beginnen. Lektion 4: Ein Tag am See. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, den wunderschönen See zu besuchen, über den wir gesprochen haben. Hallo John, das klingt perfekt.
Es ist so ein ruhiger Ort. Sollten wir ein paar Freunde einladen, sich uns anzuschließen. Tolle Idee. Je mehr, desto besser. Wir könnten einen fantastischen Tag im Freien verbringen. Ja, wir könnten ein Picknick mitbringen und etwas Essen am Wasser genießen. Ich kann Sandwiches und Snacks einpacken. Was sollten wir sonst noch mitbringen? Vergessen wir nicht die Getränke. Ich bringe Limonade und etwas Mineralwasser mit. Das klingt erfrischend. Und wir sollten ein Frisbee oder einen Ball zum Spielen mitbringen. Chef, es wird Spaß machen, einige Aktivitäten zu unternehmen, die man genießen kann. Meinen Sie, wir sollten einen Termin für ein Treffen vereinbaren? Wie wäre es, wenn wir uns gegen 11 Uhr treffen? Das gibt uns genügend Zeit, unser Picknick vorzubereiten. Perfekt. Ich kann unseren Freunden eine SMS schicken und sie informieren. Das wird ein wundervoller Tag. Ich bin begeistert. Mit Freunden Zeit am See zu verbringen, wird so entspannend sein. Lektion 5: Projektplanung. Hallo Anna, ich wollte den Zeitplan unseres Projekts besprechen. Wie genau sollten wir mit der Zeitleiste sein? Hallo John, das klingt vernünftig. Ich denke, wir sollten für jede Phase klare Fristen festlegen. Ich stimme zu. Es trägt dazu bei, dass jeder zur Rechenschaft gezogen wird. Denken Sie, dass wir Pufferzeit für unerwartete Verzögerungen einplanen sollten? Zuruf. Es ist immer gut, Herausforderungen vorherzusehen. Etwas mehr Zeit kann später den Stress abbauen. Rechts. Wie wäre es, wenn wir zunächst die wichtigsten Meilensteine skizzieren? Auf diese Weise können wir alles in kleinere Aufgaben zerlegen. Das ist ein kluger Ansatz. Dadurch können wir den Fortschritt effektiver verfolgen. Welche Meilensteine sollten wir Ihrer Meinung nach priorisieren? Ich denke, dass es entscheidend ist, mit der Forschungsphase zu beginnen. Sobald wir über genügend Informationen verfügen, können wir zuversichtlich voranschreiten. Toller Punkt. Danach sollten wir uns vor dem endgültigen Start auf die Entwicklung und das Testen konzentrieren. Ja, ein strukturierter Zeitplan hilft uns, organisiert zu bleiben und unsere Ziele pünktlich zu erreichen. Lektion 6: Urlaubsgrüße. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie man Leute begrüßt, wenn man im Urlaub ist. Hallo John, das ist ein interessantes Thema. Es kann sich wirklich ändern, je nachdem, wo Sie sich befinden. Genau, wenn Sie sich an einem tropischen Ort befinden, möchten Sie vielleicht etwas sagen wie Hallo aus dem Paradies. Das ist eine lustige Art, Leute zu begrüßen. Es gibt einen fröhlichen Ton an. Rechts. Und wenn Sie in einer geschäftigen Stadt sind, vielleicht so etwas wie Grüße aus den lebhaften Straßen. Ich liebe das. Es fängt die Energie der Stadt ein. Denken Sie, wir sollten unsere Urlaubspläne in unsere Begrüßung einbeziehen. Definitiv. Wenn Sie mitteilen, wo Sie sich gerade befinden, kann das Gespräch spannender werden. Verf Es lädt andere dazu ein, Fragen zu ihren Erfahrungen zu stellen. Genau. Und wenn Sie eine historische Stätte besuchen, könnten Sie sagen, erkunden Sie hier die Geschichte. Wer mag es? Es vermittelt ein Gefühl von Abenteuer und Neugier. Welche Art der Begrüßung würden Sie verwenden? Ich würde wahrscheinlich so etwas sagen wie Winke aus den Bergen, wenn ich wandern würde. Lektion 7: Gewohnheiten brechen. Hi Anna,
Wusstest du, dass er im Januar aufgehört hat, an seinen Nägeln zu kauen? Hallo John, wirklich. Das ist beeindruckend. Aber warum fängt er immer im Februar wieder an? Es ist interessant, wie schwer es sein kann, Gewohnheiten aufzugeben. Ich denke, Stress spielt eine große Rolle. Das macht Sinn. Manchmal verfallen Menschen in alte Gewohnheiten, wenn sie sich überfordert fühlen. Genau, vielleicht könnte er einige Techniken zum Stressabbau ausprobieren, wie Meditation oder tiefes Atmen. Das sind tolle Vorschläge. Sie könnten ihm helfen, seine Angst besser zu bewältigen. Rechts. Es könnte auch effektiv sein, seine Hände mit etwas anderem zu beschäftigen. Mögen Sie Zappelspielzeug oder sogar Kritzeleien. Das könnte ihn von Nägelkauen ablenken. Ja, und es könnte auch hilfreich sein, sich kleine Ziele zu setzen. Als würde man versuchen, eine Woche ohne Beißen auszukommen. Das ist eine gute Idee. Das Feiern kleiner Siege kann das Selbstvertrauen stärken. Absolut. Es geht darum, schrittweise Veränderungen vorzunehmen und herauszufinden, was für ihn am besten funktioniert. Lektion 8: Zahlungspläne. Morgen, Anna. Was denken Sie über den Zahlungsplan für das Projekt? Hallo John, ich denke, wir sollten eine vierteljährliche Zahlung bevorzugen. Auf diese Weise lässt sich der Cashflow einfacher verwalten. Ich stimme zu. Vierteljährliche Zahlungen sorgen für eine klare Struktur und helfen bei der Budgetierung. Außerdem können wir alle paar Monate den Fortschritt beurteilen. Das ist wichtig für die Projektbewertung. Genau. Dadurch wird jeder zur Rechenschaft gezogen und sichergestellt, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Denken Sie, dass wir einen Anreiz für vorzeitige Zahlungen bieten sollten? Das ist eine wunderbare Idee. Ein kleiner Rabatt könnte zu pünktlichen Zahlungen führen. Das, es käme beiden Seiten zugute. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wir das kommunizieren sollen? Ich denke, eine klare E-Mail mit einem Überblick über den Zahlungsplan und die Anreize wird gut funktionieren. Lektion 9: Einzigartige Erlebnisse. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie jeder Mensch einzigartige Erfahrungen macht, die ihn prägen. Hallo John, das ist so wahr. Jede Erfahrung lehrt uns etwas Wertvolles. Genau. Auch die kleinen Momente können einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich stimme zu. Beispielsweise kann eine Reise an einen neuen Ort unsere Perspektiven erweitern. Das ist eine wunderbare Idee. Es ist bereichernd, neue Leute kennenzulernen und andere Kulturen kennenzulernen. Definitiv. Und es hilft uns, unser eigenes Leben mehr zu schätzen. Gibt es einzigartige Erlebnisse, die für Sie besonders hervorstechen? Ja, auf einen Berg zu wandern und den Sonnenaufgang zu beobachten war unvergesslich. Es fühlte sich magisch an. Das klingt unglaublich. Ich würde gerne eine ähnliche Erfahrung machen. Wir sollten gemeinsam eine Wanderung planen. Lektion 10: Optimale Leistung. Hallo Anna, ich habe gelesen, dass richtige Ruhe wichtig für optimale Leistung ist. Hallo John, das ist absolut wahr. Ohne ausreichend Schlaf kann unsere Produktivität leiden. Genau. Habt ihr Tipps für einen Anfänger wie mich, um meine Schlafroutine zu verbessern? Die Festlegung einer einheitlichen Schlafenszeit ist der Schlüssel.
Das gleichzeitige Zu-Bett-Gehen und Aufwachen hilft dabei, die innere Uhr zu regulieren. Das macht Sinn. Was kann ich sonst noch tun? Es ist auch wichtig, die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen zu begrenzen. Das blaue Licht von Geräten kann den Schlaf beeinträchtigen. Das habe ich gehört. Vielleicht sollte ich ein Buch lesen, anstatt nachts mein Telefon zu benutzen. Folge dir. Lesen kann helfen, Ihren Geist zu entspannen und Sie auf den Schlaf vorzubereiten. Gibt es bestimmte Arten von Büchern, die Sie zum Entspannen empfehlen? Leichte Belletristik oder sogar Poesie können beruhigend sein. Es ist schön, in eine andere Welt zu entfliehen. Ich werde es versuchen. Wie wäre es, eine beruhigende Atmosphäre in meinem Schlafzimmer zu schaffen? Definitiv. Dimmen Sie das Licht, halten Sie den Raum kühl und erwägen Sie die Verwendung ätherischer Öle wie Lavendel für eine entspannte Atmosphäre. Das klingt nach hervorragenden Vorschlägen. Ich freue mich darauf, meine Schlafgewohnheiten zu verbessern. Lektion 11: Telefongewohnheiten. Morgen, Anna. Ist Ihnen aufgefallen, wie viel Zeit Menschen heutzutage mit ihren Telefonen verbringen? Hallo John, ja, es ist ziemlich erstaunlich. Viele Menschen scheinen an ihren Bildschirmen festzukleben. Ich weiß. Manchmal frage ich mich, wie sich das auf unsere sozialen Interaktionen auswirkt. Das ist eine berechtigte Sorge. Menschen verpassen oft persönliche Gespräche, weil sie abgelenkt sind. Genau. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Bildschirmzeit und realen Interaktionen zu finden. Absolut. Das Festlegen bestimmter Zeiten für die Überprüfung unserer Telefone kann hilfreich sein. Das ist ein guter Tipp. Was können wir sonst noch tun, um die Bildschirmzeit zu verkürzen? Hobbys nachzugehen oder Outdoor-Aktivitäten nachzugehen ist eine tolle Möglichkeit, abzuschalten. Es kann erfrischend sein. Wahr. Ich genieße Wandern und Lesen. Diese Aktivitäten können mich wirklich von meinem Telefon ablenken. Die sind perfekt. Außerdem hat der Aufenthalt in der Natur seine eigenen Vorteile. Ich werde mich bemühen, die Nutzung meines Telefons einzuschränken und mich mehr auf Aktivitäten zu konzentrieren, die mir Spaß machen. Lektion 12: Geschichte und Ethik. Hi Anna, hast du jemals die sozialen und politischen Führer des alten Südens studiert? Hallo John, ja, es ist ein faszinierendes und zugleich komplexes Thema, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz von Sklavenarbeit. Absolut. Viele dieser Anführer bauten ihren Reichtum und ihre Macht auf dem Rücken versklavter Menschen auf. Es ist schockierend, darüber nachzudenken, wie tief dieses System in der Gesellschaft verwurzelt war. Rechts. Es prägte nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die sozialen Strukturen der Zeit. Und die moralischen Implikationen waren enorm. Es wirft Fragen zu Gerechtigkeit und Menschenrechten auf. Genau. Viele Staats- und Regierungschefs begründeten dies mit der Behauptung, es sei für ihre Agrarwirtschaft von wesentlicher Bedeutung. Aber diese Argumentation entschuldigt nicht das damit verbundene Leid und die Ausbeutung. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist wichtig, sich an diese Geschichten zu erinnern, damit wir daraus lernen können. Ich stimme zu. Das Verständnis der Vergangenheit kann uns dabei helfen, die aktuellen Probleme der Ungleichheit von heute anzugehen. Es ist eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Lektion 13: Reservierungen vornehmen.
Morgen, Anna. Es wäre toll, wenn wir nächste Woche Karten für das Konzert bekommen könnten. Hallo John, kannst du die Plätze bestätigen? Ich möchte sicherstellen, dass wir zusammen sind. Sicher. Ich werde jetzt den Sitzplan überprüfen. Ich denke, es gibt einige gute Plätze. Perfekt. Ich hoffe, wir bekommen Plätze in der Nähe der Bühne. So macht es viel mehr Spaß. Ich stimme zu. Die Energie ist immer besser, wenn man näher ist. Bitte warten Sie einen Moment, während ich sie für Sie buche. Kein Problem. Ich kann es kaum erwarten, die Band live zu sehen. Hast du sie schon einmal gesehen? Ja, ich habe Sie vor ein paar Jahren gesehen. Sie haben eine unglaubliche Show abgeliefert. Das macht mich noch aufgeregter. Erinnern Sie sich an bestimmte Lieder, die Sie gespielt haben? Definitiv. Ihre Hitsingle brachte wirklich alle zum Tanzen. Ich hoffe, Sie spielen es noch einmal. Lektion 14. Traumausflüge. Hi Anna, hast du über unsere Urlaubspläne nachgedacht? Hallo John, ja. Sie können versuchen, eine Strandvilla zu mieten oder ein gemütliches Boutique-Hotel in der Nähe zu buchen. Das klingt erstaunlich. Ich liebe die Idee, mit Blick aufs Meer aufzuwachen. Ich hoffe, eine Strandvilla wäre so entspannend. Wir konnten unsere Morgen direkt am Meer genießen. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie trinken einen Kaffee auf der Terrasse und lauschen dabei den Wellen. Es wäre der perfekte Start in den Tag. Außerdem konnten wir abends grillen. Ja, und ein Boutique-Hotel bietet möglicherweise einzigartige lokale Erlebnisse wie Kochkurse oder Führungen. Das stimmt. Es ist schön, in die lokale Kultur einzutauchen. Was bevorzugen Sie? Ich glaube, ich bevorzuge die Villa, weil ich das Gefühl habe, einen Privatstrand zu haben. Aber das Hotel klingt auch faszinierend. Beide Optionen haben ihre Vorteile. Die Villa eignet sich hervorragend zum Entspannen, während das Hotel Komfort bietet. Wahr, wir könnten unseren Aufenthalt sogar zwischen den beiden aufteilen. Ein paar Tage in einer Villa und dann ein paar in einem Hotel. Das ist eine kluge Idee. Es würde uns das Beste aus beiden Welten bieten. Außerdem bleibt die Reise dadurch spannend. Genau. Ich werde mit der Recherche einiger Optionen beginnen, um zu sehen, was verfügbar ist. Lektion 15. Morgenroutinen. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig eine gute Morgenroutine ist. Hallo John, das ist klug. Ein toller Morgen kann den Tag richtig beleben. Jawohl. Mir ist aufgefallen, dass ich mich produktiver fühle, wenn ich früh aufstehe und meinen Tag plane. Ruf. Es gibt eine positive Stimmung für den Rest des Tages vor. Außerdem vermeidet es überfüllte Räume im morgendlichen Ansturm. Ja, ich liebe es, spazieren zu gehen, solange es draußen noch ruhig ist. Es ist so friedlich. Das hört sich herrlich an. Normalerweise meditiere ich gerne ein paar Minuten, um meinen Kopf frei zu bekommen. Meditation ist eine großartige Praxis. Das sollte ich versuchen. Um wie viel Uhr wachen Sie normalerweise auf? Mein Ziel ist etwa 6:30 Uhr. Es gibt mir genug Zeit, mich vorzubereiten, ohne mich gehetzt zu fühlen. Das ist eine gute Idee.
Vielleicht stelle ich meinen Wecker etwas früher, um etwas Ruhe einzuplanen. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Tag mit Absicht zu beginnen. Was möchten Sie sonst noch zu Ihrer Routine hinzufügen? Ich würde gerne leichte Dehnübungen oder Yoga einbauen. Es würde helfen, meinen Körper aufzuwecken. Lektion 16. Einkaufsfunde. Hallo Anna, hast du gestern beim Einkaufen etwas gefunden, das dir gefallen hat? Hallo John, ja, ich habe eine tolle Jeans und eine stylische Jacke gefunden. Es war eine gelungene Reise. Das ist großartig. Waren die Jeans im Angebot? Sie waren. Ich liebe es, gute Angebote zu finden. So macht das Einkaufen noch mehr Spaß. Ich stimme voll und ganz zu. Welchen Stil hast du für die Jeans gewählt? Ich habe mich für ein klassisches gerades Bein entschieden. Sie sind vielseitig und können schick oder lässig gekleidet werden. Kluge Wahl. Jeans mit geradem Bein können mit fast allem kombiniert werden. Was ist mit der Jacke? Es ist eine leichte Jeansjacke. Perfekt zum Schichten bei diesem Wetter. Klingt nach einer tollen Ergänzung ihrer Garderobe. Hast du noch etwas gekauft? Nur ein paar Accessoires, wie ein süßer Schal und ein paar Ohrringe. Sie vervollständigen die Outfits wirklich. Hübsch. Accessoires können einen großen Unterschied machen. Ich muss auch meine Garderobe auf den neuesten Stand bringen. Du solltest. Es macht immer Spaß, seinen Stil aufzufrischen. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Ich suche ein neues Paar Turnschuhe und bequeme Hemden für Freizeitausflüge. Lektion 17. Straßenverkehrsregeln. Morgen, Anna. Ich habe in letzter Zeit über Verkehrssicherheit nachgedacht. Sollten sich alle an die Verkehrsregeln halten? Hallo John, absolut. Dies ist für die Sicherheit aller von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei so vielen Fahrzeugen und Fahrrädern. Rechts. Ich bin der Meinung, dass Radfahrer auf Zebrastreifen den Fußgängern Vorrang gewähren sollten. Es ist sinnvoll, die Sicherheit aller zu gewährleisten. Definitiv. Fußgänger haben Vorfahrt, aber auch Radfahrer müssen vorsichtig sein. Genau. Es geht darum, einander auf der Straße zu respektieren. Was halten Sie von Radwegen? Sie sind eine tolle Idee. Spezielle Radwege können Unfälle verhindern und mehr Menschen zum Radfahren animieren. Ich stimme zu. Es macht Radfahren sicherer und attraktiver. Sind Sie schon einmal mit dem Fahrrad in der Stadt gefahren? Ja, das habe ich. Es kann etwas entmutigend sein, aber Radwege helfen sehr. Es macht Spaß, es zu erkunden. Das klingt spannend. Ich sollte es ausprobieren. Habt ihr Tipps für Anfänger? Beginnen Sie mit ruhigeren Straßen und achten Sie immer auf Ihre Umgebung. Sicherheit geht vor. Toller Rat. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich anfange, mehr Rad zu fahren. Lektion 18. Sport in Kanada. Hi Anna, hast du schon von den verschiedenen Sportligen in Kanada gehört? Hallo John, ja. Kanada hat eine reiche Sportkultur, insbesondere mit Hockey und Lacrosse-Ligen. Absolut. Es wird geschätzt, dass der Profisport und die Ligen im ganzen Land einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft leisten. Das ist faszinierend.
Insbesondere Hockey scheint eine nationale Leidenschaft zu sein. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Ich denke, es ist tief in der kanadischen Geschichte und im Klima verwurzelt. Das kalte Wetter macht es perfekt für Eissportarten. Werf, auch Lacrosse gibt es nur in Kanada. Es gilt als unser nationaler Sommersport. Genau. Ich finde es toll, dass beide Sportarten eine so starke Community haben. Verfolgen Sie irgendwelche Teams? Retour. Ich bin ein großer Fan der Toronto Maple Leafs. Ihre Spiele sind immer spannend anzusehen. Das ist großartig. Ich unterstütze die Calgary Flames. Die Rivalität zwischen diesen Teams sorgt für spannende Begegnungen. Tja, es macht immer Spaß, Spiele mit Freunden zu sehen, besonders während der Playoffs. Was ist mit Lacrosse? Ich habe ein paar Spiele gesehen. Die Geschwindigkeit und das Können sind beeindruckend. Hast du jemals gespielt? Ich habe es in der Highschool versucht. Es ist ein rasantes Spiel, aber es hat mir Spaß gemacht. Was ist mit dir? Ich habe in der Freizeit gespielt. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und Spaß mit Freunden zu haben. Lektion 19. Soziale Medien und Wohlbefinden. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie sich soziale Medien auf unser Wohlbefinden auswirken. Hallo John, das ist ein wichtiges Thema. Es kann sowohl positiv als auch negativ sein, je nachdem, wie wir es nutzen. Genau. Das Verfolgen inspirierender Accounts kann uns motivieren, aber wir müssen auch Accounts entfolgen, die uns ein schlechtes Gewissen machen. Sylwuf, es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Feeds zu kuratieren, um Positivität und Selbstvertrauen zu fördern. Mir ist aufgefallen, dass es zu Vergleichen und Unzufriedenheit führen kann, wenn ich zu viele perfekte Bilder sehe. Das ist so wahr. Man vergisst leicht, dass soziale Medien oft nur die Höhepunkte im Leben der Menschen zeigen. Rechts. Ich versuche, mich auf Konten zu konzentrieren, die echte Erfahrungen teilen und Authentizität fördern. Das ist ein toller Ansatz. Die Zusammenarbeit mit unterstützenden Gemeinschaften kann einen großen Unterschied machen. Sicher. Haben Sie Konten gefunden, die Ihnen wirklich Spaß machen? Da ich folge einigen Befürwortern der psychischen Gesundheit. Ihre Beiträge sind ermutigend und erinnern mich daran, auf mich selbst aufzupassen. Das klingt wunderbar. Ich werde nach ähnlichen Konten suchen. Es geht darum, uns mit Positivität zu umgeben. Lektion 20. Schulleben. Hi Anna, erinnerst du dich an unsere neue Lehrerin? Sein Name ist MR. Haka. Hallo John, ja. Ich habe gehört, dass er viele interessante Lehrmethoden hat. Was denkst du über ihn? Ich finde ihn großartig. Er sorgt dafür, dass das Lernen Spaß macht und er geht wirklich auf die Schüler ein. Das ist großartig. Ich liebe Lehrer, die eine Verbindung zu ihren Klassen aufbauen können. Welches Fach unterrichtete er? Er unterrichtet Geschichte. Seine Geschichten über die Vergangenheit machen den Unterricht lebendig. Das klingt faszinierend. Ich habe Geschichte immer dann genossen, wenn sie spannend präsentiert wurde. Genau. Und er ermutigt uns, Fragen zu stellen, was den Unterricht interaktiver macht. Das ist wichtig. Es hilft uns, den Stoff besser zu verstehen.
Wissen Sie übrigens, wann unsere Kurse beginnen? Ja, um 8:05 und 40 Uhr läutet die Schulglocke. Wir sollten versuchen, pünktlich zu sein. Definitiv. Ich möchte keine Lektion von Herrn Parker verpassen. Glaubst du, er wird uns irgendwelche Projekte geben? Wahrscheinlich. Er erwähnte, dass er möchte, dass wir an Gruppenprojekten arbeiten, um die Teamarbeit zu fördern. Darauf freue ich mich. Die Zusammenarbeit mit Klassenkameraden kann das Lernen noch angenehmer machen. Sicher. Sorgen wir dafür, dass wir zusammensitzen, damit wir problemlos zusammenarbeiten können. Lektion 21: Thanksgiving-Traditionen. Morgen, Anna. Da Thanksgiving vor der Tür steht, habe ich über unsere Traditionen nachgedacht. Hallo John, ich auch. Thanksgiving ist so eine besondere Zeit. Was machst du normalerweise? Meine Familie hat ein großes Abendessen mit viel Essen. Aus einem großen orangefarbenen Gemüse, das auf dem Boden wächst, backen wir Kürbiskuchen. Das hört sich köstlich an. Kürbiskuchen ist ein Klassiker. Helfen Sie beim Kochen. Manchmal. Es macht mir Spaß, meiner Mutter bei der Zubereitung der Mahlzeiten zu helfen. Es ist eine unterhaltsame Art, Kontakte zu knüpfen. Ich liebe das. Meine Familie macht auch Truthahn und Füllung und wir geben immer Preiselbeersauce dazu. Lecker. Cranberry-Sauge sorgt für eine schöne Säure. Haben Sie besondere Gerichte? Chef, meine Großmutter macht ihren berühmten Sisch-Kartoffelauflauf. Es ist immer ein Hit. Das klingt erstaunlich. Ich würde es gerne ausprobieren. Was genießen Sie sonst noch an Thanksgiving? Ich liebe es, Zeit mit der Familie zu verbringen und zu teilen, wofür wir dankbar sind. Es ist herzerwärmend. Absolut. Es ist eine großartige Zeit, über das Jahr nachzudenken und unsere Lieben zu würdigen. Lektion 22: Picknicklandung. Hi Anna, hast du schon angefangen, unser Picknick für dieses Wochenende zu planen? Hallo John, ja, ich habe darüber nachgedacht, was wir mitbringen sollten. Haben Sie Ideen? Ich denke, Sandwiches wären eine gute Wahl. Sie sind einfach zu verpacken und lecker. Guter Anruf. Ich werde auch frisches Obst mitbringen. An einem warmen Tag wird es erfrischend sein. Absolut. Vielleicht können wir auch ein paar Snacks zubereiten, etwa Chips oder Müsliriegel. Tolle Idee. Wir sollten auch ein paar Getränke einpacken. Wie wäre es mit Limonade? Ja, Limonade wird perfekt sein. Für den Fall, dass es zu heiß wird, gibt es etwas Cooles zum Genießen. Ja, ich bringe eine Kühlbox mit, um alles kühl zu halten. Glaubst du, wir brauchen eine Decke? Definitiv. Eine Picknickdecke sorgt für mehr Gemütlichkeit. Ich bringe eins von zu Hause mit. Perfekt. Ich freue mich sehr auf dieses Picknick. Es wird eine schöne Abwechslung von unserem Alltag sein. Ebenfalls. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen.